Kann man mit einer Vespa GTS gut mit einem Sozius fahren, vielleicht auch auf längeren Touren? Dazu mehr in dem heutigen Video. Guten Morgen, liebe Scooterfreunde. Heute ein bisschen was zum Thema, wie fahre ich mit meiner Sozia oder meinem Sozius auf einer Vespa GTS. Worauf muss man achten? Was gibt es für Sicherheitsvorkehrungen, die vielleicht wichtig sind? Was muss ich technisch beachten? Was kann ich als Zubehör anbauen, um das Ganze ein bisschen angenehmer zu machen? Und dazu heute ein bisschen mehr und ein paar Tipps und Tricks von mir, die vielleicht hilfreich sind. Wenn ihr eine längere Tour mit eurer Sozia oder einem Sozius fahren möchtet, dann gibt es Punkt A erstmal ein paar technische Sachen, die man vielleicht vorher beachten sollte. Dazu ganz wichtig, hinten die Federbeine. Also wenn ihr jetzt mehr Gewicht auf die Vespa aufladet, vielleicht sogar noch Gepäck, hier ist jetzt noch ein Topcase drauf oder ihr habt eine große Tasche drauf, weil ihr in Urlaub fahren wollt, dann sollte man vor der Fahrt die Federvorspannung erhöhen. Da sind hinten Stellräder an den Federbeinen, die das Federbein ein bisschen mehr unter Spannung setzen. Es kommt dann hinten ein bisschen höher. Und das sollte man auf jeden Fall machen, bevor man mit einem Sozius fährt. Generelle Sachen natürlich, die immer beim Fahren wichtig sind. Luftdruck kontrollieren und Bremsen kontrollieren, auch eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr mit einer Sozia fahrt, gibt es natürlich auch einige Dinge beim Fahren zu beachten. Von der Fahrerseite, aber natürlich auch für eure Sozia oder euren Sozius, die mitfahren. Und dazu heute vielleicht mal ein paar Tipps. Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, wie man am besten fährt. Ich zeige euch heute mal beide. Bevor ihr eine Tour startet mit einer Sozia oder einem Sozius, ist es ganz wichtig, vorher erstmal zu sprechen. Das heißt, zu sagen, pass auf, worauf musst du achten? Also ein kleines Einleitungsgespräch, gerade vielleicht mit Neulingen, die noch nicht viel Motorrad gefahren sind auf dem Soziusplatz. Also auf jeden Fall vorher Dinge absprechen über die Sitzposition, wo hält man sich fest, wie verhält man sich beim Aufsteigen, beim Absteigen, in Kurven. Kann man chillen und ein bisschen sich die Landschaft anschauen oder muss man vielleicht auch als Beifahrer ein bisschen mit auf den Verkehr und die Verkehrssituation achten. Da ist auf jeden Fall vorher mit eurem Beifahrer mal ein Gespräch führen, bevor man eine lange Tour macht, damit es dann bei der Fahrt nicht irgendeine schlimme Überraschung nachher gibt. Bevor es ans Fahren natürlich geht, muss man auch erstmal sehen, wie kommt man auf das Fahrzeug rauf. Da gibt es bei einer Vespa natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Überhaupt bei jedem Motorrad ist alles ein bisschen anders. Also bei einer Vespa sitzt der Sozius natürlich anders als auf einer Rennmaschine. Auf einer Tourenmaschine mit Koffern ist es wieder anders. Also es ist natürlich immer so ein bisschen fahrzeugabhängig. Aber wir gehen heute mal vielleicht darauf ein, wie ich das mache hier, wenn ich eine Sozia mitnehme auf meiner Vespa. Punkt A, wir fangen mal damit an, wie kommt man überhaupt drauf? Also wie steigt die Sozia aufs Fahrzeug auf? Dafür ist für den Fahrer immer erstmal wichtig, den Sozius darauf hinzuweisen, dass man erst dann aufsteigen sollte, wenn der Fahrer bereit ist. Weil sonst passiert Folgendes: Tohuwabohu, der Sozius steigt einfach auf, wenn der Fahrer noch nicht bereit ist, hat vielleicht nur eine Hand am Lenker und dann macht es schwupp und das Fahrzeug liegt auf der Seite, weil natürlich extrem viel Gewicht dann auf eine Seite kommt. Wollen wir verhindern, also von daher immer ein bisschen Ruhe beim Aufsteigen und der Fahrer entscheidet, wann der Sozius aufsteigt. Also erstmal bereit machen, dazu gehört das Fahrzeug in eine sichere Position bringen, sich selber natürlich auch, beide Hände an den Lenker und die Vorderradbremse ziehen, damit das Fahrzeug nicht wegrollen kann. So, dann bin ich schon mal bereit und dann kann ich sagen, okay, der Sozius kann aufsteigen. Dafür habe ich Vanessa heute mit dabei und die wird uns mal ein bisschen zeigen, wie wir das machen. Ja, wenn ihr jetzt also das Einweisungsgespräch gemacht habt und eure Sozia darauf hingewiesen habt, worauf bei der Fahrt zu achten ist, geht es erstmal aufs Aufsteigen. Also wie gesagt, Bremse vorne halten, in eine stabile Position bringen, Arme ein bisschen ruhig anwinkeln, Beine stabil auf dem Boden und dann kommt die Sozia und ich muss natürlich vorher erstmal die Fußrasten ausklappen. Zu den Fußrasten erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was die Vespa angeht. So, und jetzt in der Regel mit dem linken Bein hier rauf. Ich bin in einer stabilen Position, sage okay, jetzt rauf. Jetzt wird Vanessa mit ihren Händen natürlich stabilisieren müssen. Einmal an meiner Schulter oben und einmal, jetzt habe ich hinten einen Topcase, macht natürlich Sinn, am Topcase sich festzuhalten. Einmal rüberschwingen das Bein, raufsetzen und fertig. Und so macht man es normalerweise auch beim Motorrad. Man kann natürlich, wenn jetzt hinten kein Topcase ist, auch die Beine hinten ein bisschen rüberschwingen. Aber wenn eins drauf ist, einfach den freien Weg in der Mitte suchen und rauf. Und jetzt habt ihr gesehen, ich war relativ stabil. Da hat nichts gewackelt, sie hat mich jetzt nicht zur Seite gerissen. Aber wie gesagt, ihr müsst euch darauf immer vorbereiten. Erst wenn der Fahrer safe ist und bereit ist, dann aufsteigen. Ansonsten, wie gesagt, kann es ganz schnell zum Kippel kommen, auch wenn eure Sozia sehr leicht ist. Ja, dasselbe machen wir dann beim Absteigen. Also auch da bitte erst, wenn der Fahrer sagt, okay, Vanessa, jetzt können wir absteigen. Dann wieder aufs linke Bein rauf
rüberschwingen und fertig. Und ich hatte keinerlei Probleme, dass hier irgendwas ins Wanken gekommen ist. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man fahren kann. Ich habe jetzt hinten einen Topcase drauf. Eine Sache, die grundsätzlich erstmal ganz wichtig ist: Der Beifahrer muss immer den Verkehr mit beobachten. Also nicht da hinten sitzen und sich die Landschaft jetzt nur noch angucken und gar nicht mehr darauf achten, was passiert vorne auf der Straße, sondern der Beifahrer muss immer so ein bisschen aktiv auch mitfahren. Ich sage immer, gucke ein bisschen auf den Verkehr, gucke, wann ich bremse, weil wenn ich hier vorne bremse, dann geht das Fahrzeug ein bisschen nach vorne, dann muss sie ja auch irgendwie ein bisschen interagieren, also sich irgendwo abstützen. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten, wie der Sozius und der Fahrer zusammenfahren können. Die eine, was glaube ich auch viele machen, ist, dass die Sozia sich hier unten irgendwo festhält, an der Jacke oder hier so ein bisschen rumgreift. Eine Sache ganz wichtig: Niemals, macht das mal oben an die Schulter fassen, beide Seiten. Ja, also niemals da als Sozius festhalten, weil das kann mich ganz schnell irritieren, wenn man in einer Situation ist, wo ich irgendwie schnell was machen muss, dann zieht sie mir hier die Arme weg. Genauso wenig an den Oberarmen, mach mal da, auch da nicht festhalten. Ja? Das kann ganz schlimme Folgen haben, wenn da jemand richtig dran reißt, je nachdem, wie kräftig euer Beifahrer oder Beifahrerin ist. Also Arme immer nach unten in Richtung Hüfte, da festhalten. Bei der Vespa ist natürlich ganz schön, wir haben Haltegriffe. Bei vielen Motorrädern hat man das auch und bei vielen Scootern auch. Wir haben hier an der Seite für den Sozius Haltegriffe. Hier ist jetzt der Gepäckträger dran, dieser Klappgepäckträger, der hat die Haltegriffe dran. Manche Original-GTSen haben nur diesen Haltegriff hinten. Aber es ist ein wunderbarer Platz für den Sozius, um sich einfach festzuhalten. So, wenn man jetzt sich hier am Fahrer festhält, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man bei der Fahrt macht. Das geht ja nicht nur geradeaus, sondern man legt sich ja auch in Kurven. Was soll der Sozius jetzt machen? Eine Theorie ist, die in der Praxis viel angewandt wird: Sozius hält so ein bisschen Körperkontakt und geht bei Kurvenlagen mit in die Kurve. Ja, also der Kopf des Beifahrers ist in Kurve gerichtet, genauso wie der vom Fahrer. Und wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe, dreht sich der Kopf da lang. Ja, also der Sozius macht theoretisch immer die Fahrbewegungen des Fahrers mit. Ich fahre nachher hier mal eine kleine Runde und zeige euch das mal. Also ein aktives Mitgehen setzt natürlich voraus, dass eine sehr gute Connection zwischen Fahrer und Beifahrer ist. Der Sozius sozusagen immer sehr schnell mitbekommt, was macht der Fahrer. Und da, finde ich, fängt die Problematik schon an. Sowas geht sicherlich bei erfahrenen Fahrern und Beifahrern. Wenn jetzt jemand komplett frisch ist und sitzt das erste Mal drauf, von dem jetzt zu verlangen, dass der sich dann mit in die Kurven reinlegt. Und zwar nicht mit einer Zeitverzögerung, eine Sekunde später, sondern in dem Moment, wo ich das mache. Weil wenn ich mich in die Kurve lege und der Sozius kommt eine Sekunde später erst hinterher, dann habe ich eine extreme Gewichtsverlagerung. Ja, und wenn da hinten jetzt nicht 50 Kilo drauf sind, sondern 80, wenn da ein Mann drauf sitzt und der legt sich eine halbe Sekunde später in die Kurve als ich, weil der ja natürlich nicht mit mir gedankenmäßig verknüpft ist, sondern auch reagieren muss, dann kann das Fahrzeug extrem ins Schwanken kommen. Deshalb ist das so eine Variante, die ich persönlich nur mache, wenn ich einen Sozius habe, der auch erfahren ist, wo ich weiß, dass das funktioniert. Wenn ich jemanden mitnehme, der noch relativ frisch beim Fahren ist, dann mache ich die zweite Variante und das ist statisch bleiben. Hat folgenden Vorteil. Also Vanessa sitzt jetzt sehr gerade. Wichtig ist es schon, immer ein bisschen Spannung haben, weil wenn der Sozius hinten sitzt oder die Sozia und hat keine Spannung im Körper, sondern hängt da nur so rum und ich gehe hier vorne in die Bremse, was passiert? Der Kopf und der Helm haut nach vorne, knallt mir hinten gegen den Helm, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dann macht es mal pock, 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 pock. Ist jetzt nicht schlimm, nervt ein bisschen, aber wenn ihr jetzt einen schönen Helm habt, dann habt ihr hinten natürlich, wenn der lackiert ist, irgendwann auch ein bisschen Spuren oder das Visier vom Sozius ist zerkratzt. Muss also nicht sein. Also der Sozius sollte hinten auch schon so ein bisschen unter Spannung sitzen. Sich natürlich hier hinten dann festhalten. Das ist das, was ich immer mag, damit ich hier als Fahrer vorne frei agieren kann. Und dann einfach gerade bleiben. Weil was passiert? Also Vanessa kann den Kopf jetzt natürlich drehen. Wenn es da schön ist oder da schön ist, kannst du hingucken, wo du willst. Also der Kopf ist natürlich frei beweglich, damit sie auch ein bisschen mitgucken kann, was vorne im Verkehr passiert. Aber es passiert nicht dieses, ich lege mich mit in die Kurve, sondern sie bleibt hinten ganz gerade. Und das hat den Vorteil, dass ich das Fahrzeug alleine steuere. Sie ist theoretisch wie ein Stück Gepäck, was hinten drauf ist. Ja, also was sich nicht bewegt. Das heißt, ich denke, okay, ich habe jetzt ein vollgeladenes Topcase hinten oder ich habe noch 3 Taschen drauf und die sind richtig schwer. Genauso verhält sich das dann mit dem Sozius. Also ich steuere das Fahrzeug und das Gewicht und die Gewichtsverlagerung ist immer gleich. Weil Vanessa, seht ihr das? Die bleibt immer gerade. Da kommt jetzt nicht ein zusätzliches Gewicht noch zeitverzögert, was sich irgendwie bewegt. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, stellt euch vor, ihr habt ein großes Topcase hinten drauf und legt da eine 30 Kilo Stahlkugel rein. So, und die ist jetzt locker da hinten drin. So, jetzt legt ihr euch in die Seite, in eine Kurve und die Stahlkugel haut
zeitverzögert dann gegen die Seitenwand und gibt nochmal so einen richtigen Stoß. Da kommt man schnell mal ins Trudeln. Also so eine Gewichtsverlagerung, die nicht steuerbar ist sehr riskant. Von daher mag ich es lieber diese Variante. Der Sozius sitzt hinten gerade, bewegt sich nicht. Mit dem Topcase natürlich sehr praktisch, weil Vanessa kann sich jetzt hinten anlehnen, ist dadurch sowieso recht statisch, kann sich seitlich festhalten. Wenn es dann mal zu einer Bremsung kommt, wo sie sich sehr stark abstützen oder festhalten muss, dann sage ich vorher immer schon im Infogespräch mit einer Hand nach vorne. Also eine Hand bleibt am Griff hinten und die zweite Hand geht dann an meinen Rücken. Ja, also wenn ich dann hier vorne richtig in die Bremsen gehe, stützt sie sich einfach an meinem Rücken ab. Verhindert dadurch, dass sie mir an den Rücken knallt und der Helm gegenknallt, sondern einfach eine Hand hinten ran und dann kann sie wunderbar, wenn ich jetzt hier, ne, seht ihr, kann sie wunderbar Druck ausüben und sich hinten an meinem Rücken abstützen. Die andere Hand ist als Sicherung dann am Griff an der Seite. Das ist also die Variante, die ich bevorzuge. Sozius hinten, gerade bleiben, nicht bewegen. Kopf kann sich bewegen, aber ich steuere das Fahrzeug, ich lege das in die Kurve und das gesamte Gewicht bleibt statisch. Da bewegt sich nichts. Finde ich persönlich besser zu kalkulieren, weil ich weiß ja, wie mein Fahrzeug sich verhält. Ist also nur mehr beladen, aber die Ladung wackelt nicht von rechts nach links. Ja. Ihr könnt natürlich beides machen, je nachdem, wie ihr mit eurem Beifahrer oder Beifahrerin abgestimmt seid. Man kann natürlich auch aneinander kleben. Wenn jetzt kein Topcase ist, kann man natürlich auch sagen, so halte ich mal richtig fest. Ja, und dann ist man so und dann geht der Beifahrer ja automatisch, wenn man sich so ein bisschen festhält, nicht zu doll, sonst kriege ich keine Luft mehr. Wenn der Sozius sich hier hinten festhält, geht er ja automatisch dann mit. Ja, aber wenn der Sozius jetzt nur sich locker festhält hier und gerade sitzt, ne, und ich lege mich jetzt schnell in die Kurve, weil ich irgendwie reagieren muss, dann dauert das, mach mal mit. Ja, guck mal, jetzt bin ich aber schon wieder hier und jetzt bin ich hier. Ja, also es ist schwierig. Es ist auch nicht angenehm für den Sozius, wenn man dann da hinten sitzt und immer gucken muss, oh Gott, wo geht der jetzt lang? Völlig unentspannt. Das sind jetzt so meine Tipps zum Fahren selber. Also wie gehe ich mit meinem Beifahrer, mit meiner Sozia um? Wie sollte sie sitzen? Was ist für mich am besten? Was das Fahrzeug angeht, die Vespa ist immer so ein bisschen ja, suboptimal bei langen Touren. Also bei mir sowieso, weil ich sehr groß bin. Das heißt, wenn ich bequem sitze, ich habe mir ja die Sitzbank verlängern lassen, dann sitze ich so. Ja, das wäre jetzt so meine Sitzposition. Und jetzt seht ihr schon, da passt jetzt nur noch ein Zwerg hinten hin. Also wenn da jetzt hinten jemand sitzt, muss ich das hier machen, nach vorne gehen, damit der Sozius auch noch genug Platz hat. Und dann wird es für mich schon wieder, dann ist die Sitzfläche sehr eingegrenzt. Also wenn ich die Wahl hätte, mit einer Vespa oder mit einem Motorrad oder mit einem anderen Roller, mit einem großen, auf lange Touren zu zweit zu gehen, würde ich wahrscheinlich was Bequemes wählen. Es geht, ja, je nachdem wie groß man immer ist. Für mich ist es dann aber nicht mehr komfortabel. Alleine ist es toll, aber zu zweit würde ich keine langen Touren machen. Das ist einfach, ich will auch ein bisschen bequem sitzen und das passt dann nicht mehr bei mir. Eine Lösung gibt es, die aber ein kleines Problem verändert. Und zwar, wenn ich gehe mal kurz runter, wenn ich jetzt hier so sitze und habe jetzt einen Sozius drauf. Und die Fußrasten, die sind jetzt bei mir schon umgebaut, aber ich zeige euch das mal. Die würden normalerweise hier sein. Und wenn dann der Beifahrer seinen Fuß da unten hat, komme ich automatisch immer ins Gehege. Ich habe jetzt sogenannte Fußrastenverlängerungen angebaut. Das geht ganz leicht. 2 Schrauben. Ich packe euch den Link mal unten in die Beschreibung mit rein. Meine Fußrasten sind jetzt weiter hinten und weiter außen. Und das führt dazu, dass der Sozius jetzt viel bequemer sitzt. Denn ich habe die Beine jetzt ein bisschen weiter außen. Vorher waren die dann ungefähr hier so. Ja, das war so meine Position. Da sitzt aber der Fahrer. Das heißt, ich habe so gemacht. Ein bisschen unbequem irgendwie. Also das ist von der Beinposition. Vanessa hat mir das auch gerade gesagt. Die ist das erste Mal damit gefahren. Sie sagt, oh, ist ja viel angenehmer für die Beine. Ja, also ob ich jetzt so sitze oder so sitze, ist ein Riesenunterschied. Und das macht viel aus, ist nicht teuer. Ist jetzt optisch natürlich nicht so schick, aber die sind schnell angebaut, schnell abgebaut. 2 Schrauben rein, raus, dann sind die Dinger dran. Also wenn man auf Tour fährt, kann ich die wärmstens empfehlen, diese Fußrastenverlängerungen hier hinten. Helfen auf jeden Fall, dass der Fahrer mehr Platz für seine eigenen Beine hat und der Sozius sitzt bequemer, weil er nicht so diese Grätsche machen muss mit den Beinen. Man hat einfach eine angenehmere Fußposition, gerade für lange Touren, natürlich sehr gut. Eine Sache, die mir immer sehr wichtig ist, ist Sicherheitskleidung. Ja, also ich achte auch, wenn ich Touren fahre oder längere Strecken fahre, immer darauf, dass auch mein Sozius und meine Sozia Sicherheitskleidung tragen. Das muss jetzt nicht die dicke Motorradkluft sein, aber feste Hosen, im Idealfall vielleicht eine Motorradjeans, eine Jacke, die Protektoren hat, auf jeden Fall, und einen Rückenprotektor. Integralhelm
immer dann denken, ihr habt die Verantwortung. Wenn ihr mit dem Ding einen Unfall macht und eure Sotia schleift über den Teer, das ist nicht so lustig, das möchte man nicht sehen. Also von daher achtet bitte drauf. Lange Hose, auch wenn es wie heute 32 Grad sind. Ihr seht, ich habe auch eine Motorradjacke an. Achtet darauf, dass der Sozius sich anständig kleidet und Sicherheitskleidung anhat, weil ihr tragt die Verantwortung dafür. So, ich zeige euch jetzt mal beide Varianten, wie das also beim Fahren dann aussieht. Wir werden hier mal so ein bisschen ein paar Achten fahren. Bei der ersten Version wird Vanessa sich mal mit in die Kurve legen. Genau, Arme sind also unten am Körper dran, sodass er auch den Körperkontakt hat, damit sie merkt, wenn ich mich also in die Kurve reinlege. Das wäre jetzt die Variante, wenn Vanessa also die Bewegung immer mitmacht. Jetzt bleib mal hinten statisch, dass du dich festhältst. Genau, Vanessa lehnt sich jetzt hinten am Topcase an. Das ist jetzt natürlich ein Vorteil, den sie hat, ein bisschen bequemer. Normalerweise, viele haben ja keins, dann einfach gerade sitzen und an der Seite festhalten. Jetzt machen wir dasselbe nochmal. Und ich merke auch gleich, dass sich das natürlich ganz anders anfühlt. Ich kann jetzt meinen Körper frei bewegen. Ich steuere ja manchmal Kurven so, dass ich mich in die Kurve reinlege. Das ist so die eine Variante. Man kann eine Vespa aber auch wunderbar aus der Hüfte steuern. Das heißt, ich lege das Fahrzeug ein bisschen schräg in die Kurve und ich selber bleibe gerade. Ja, also Gegengewicht. Ja, Vespa legt sich rein, ich bleibe gerade und gehe in die Gegenrichtung als Gegengewicht. So kann man auch Kurven fahren. Ohne Probleme, ja, Fahrzeug neigen, selber gerade bleiben. Und dadurch, dass Vanessa jetzt hinten komplett statisch ist, bewegt sich da nichts hin und her. Es ist also einfach nur, als ob die Vespa ein bisschen schwerer ist. Aber ich kann das wunderbar steuern. So, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Situation habe, wo ich mal schnell reagieren muss, ne? Also zack, zack, dann seht ihr schon, ja, also das ist für den Sozius unheimlich schwer, da synchron hinterherzukommen. Also in langsamen Kurven, ja, geht alles wunderbar. Aber wenn ich jetzt, selbst wenn sie mich hier hält und der Körperkontakt hat, wenn ich schnell mal mich irgendwo reinlege oder einen Wechsel habe von links nach rechts, dann kann das ganz schnell wackelig werden. Eben habe ich es auch gemerkt, Vanessa war ein bisschen spät und schon war ein Schlackern im Fahrzeug. Und das ist das, was ich also nicht so mag. Ja, das war's für heute mit meinen Tipps zum Thema, wie fahre ich mit einer Sotia. Den Link zu diesen Fußrastenverlängerungen, den packe ich euch unten in die Beschreibung mit rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch den Kanal abonnieren, ist kostenlos. Vielen Dank, Vanessa, fürs Helfen. Wir sehen uns nächste Woche. Wir machen jetzt noch eine kleine Tour bei 32 Grad. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Bis dann, macht's gut. Ciao.